Wir werden inspiriert von den Rollerfahrern auf der ganzen Welt und wir sehen überall, was die Jungs bauen und die Mädels und haben das jetzt in dem Custom zusammengefasst. Wir wollen damit was zurückgeben und auch zeigen, was in anderen Szenen so möglich ist. Uns faszinieren die ganzen internationalen Szenen, speziell auch im Modern-Bereich, aber auch im Vespa-Bereich und die verschiedenen Einflüsse, besonders im asiatischen Bereich. Die Asiaten bauen Roller die uns schon stark beeindrucken. Dieses Jahr ist eben bei uns 30-jähriges Jubiläum. Der Open Day steht vor der Tür. Wir haben jetzt noch 8 Tage und der Roller ist im Zusammenbau. Aber ich bin total zuversichtlich, dass der Christoph und der Basti das hinkriegen. Du kannst direkt zugeben, dass du gezwungen wurdest. Ja, ich wurde gezwungen. Ich auch. Die haben mir mit Gehaltskürzung gedroht. Der Ralf kam zu mir vor einem Jahr und hat gesagt, Christoph, bau mir einen GTS-Motor in der Primavera oder Sprint ein. Das war's. Es war von vornherein auch klar, dass ich mitmachen muss. Ich bin im Einkauf primär mit dem Einkauf von Modern Vespa Produkten beschäftigt, kaufe auch viel in China, Taiwan, Indonesien ein. Bin natürlich aufgrund meines Jobs habe ich so ein bisschen Plan, was die Fahrzeuge angeht, was den Markt angeht. Wir wollen zu jedem Jubiläum einen Custom bauen, weil da schlägt unser Herz einfach dafür. Und jetzt der Custom hat das Thema edler Street Racer auf einer Basis von der Modern Vespa und diesmal Primavera Sprint. Also wir haben ja von ganz vielen Leuten aus dem Team so die Ideen zusammengesammelt, gebrainstormt, was gibt's alles, was begeistert uns und was würden wir vielleicht in welcher Kombination zusammenbauen. Wir sind auf die Idee gekommen oder aufs Design gekommen. 2022 waren wir in Bali, da waren die World Vespa Days und da haben wir das erste Mal so einen persönlichen Einblick bekommen, wie so diese Vespa-Szene da drüben tickt und die ist sehr Modern Vespa-affin. Und wir haben gesagt, wir wollen sowas auch machen. Also wir wollen einfach so eine krasse Kiste bauen, wie die Leute da drüben fahren. Und ich meine, die fahren sowas im Alltag. Wir müssen auch sowas Geiles machen, irgendwas Abgefahrenes, was es halt bei uns einfach noch nicht gibt. Wir haben eigentlich erst versucht, einen GTS 300 Motor, also den stärksten Motor da reinzubringen. Das ist möglich, aber nicht ganz trivial und man muss natürlich auch einen ganzen Motor kaufen. Und auch um es für die Kunden und die Leute draußen irgendwie einfacher nachbaubar zu machen, die Idee haben wir uns überlegt, wir haben coole Kurbelwellen, wir haben Zylinder, wir können eigentlich aus dem 150er Motor auch einen 300er Motor machen. Durch eine andere Kurbelwelle kommen wir da auf roundabout 260 Kubik. Da sind wir fast an der GTS dran. Die hat gerade mal 10 Kubik mehr. Zylinderkopf ist bearbeitet, Getriebe ist ein anderes, der ganze Antriebsstrang ist anders. Das ganze Teil ist natürlich gepulvert, Auspuff ist selbst gebaut. Da haben wir uns im Motorradbereich bedient bei Slip-on-Anlagen. Die Einspritzanlage wurde gemappt. Das ist ursprünglich wollten wir ein Euro 5 Modell nehmen, haben uns aber dann für ein Euro 3 entschieden. Da ist ein anderes Steuergeräte-Mapping drauf. Wir haben den nicht aus dem Fahrzeug ausgebaut, sondern wir haben jedes Teil von dem Motor uns einzeln ausgesucht, welches bauen wir ein, welche Schrauben bauen wir ein. Weil wir total auf Titanschrauben abfahren, dass da einfach Titanschrauben rein müssen. Also wo es nur geht, kommen Titanschrauben rein. Nicht, weil es Motorsport ist und weil sie total leicht sind, sondern weil es einfach geil ist und Spaß macht. Und irgendwie cool, es macht halt auch keiner. Ich kenne keinen Menschen, der irgendwie in seinen Motor Titanschrauben einbaut und weil es halt so abgefahren ist, haben wir gesagt, wir machen das. Also uns war auch sofort klar, dass das Ding schwarz werden muss, weil es halt einfach nicht dieser Motor im Vordergrund steht, aber original oder serienmäßig ist der Motor eben Silberguss, Aluguss und das schaut einfach nicht schön aus. Am Ende des Tages ist man bei einem Custom-Fahrzeug immer von 2 Faktoren abhängig. Das eine ist der Lackierer, das zweite ist der Motorenbauer.
Motorenbauer waren in dem Fall wir jetzt selber. Lackierer waren wir nicht selber. Ralf und Alex, die haben vor Urzeiten schon mal Custom-Fahrzeuge vom Feili lackieren lassen. Die kennen sich gut von früher. Alex hatte mit ihm Kontakt, hat ihn schon mal so ein bisschen vorgewarnt, hey, wir haben da ein Projekt, wir machen 30 Jahre Custom, mach uns bitte die Lackierung. Wir gehen hin mit dem ganzen Team, das den Roller gebaut hat, und wir entwickeln mit ihm das Thema und die Lackierung. Und der Feili hat sich super viel Zeit genommen. Wir haben da 3-4 Stunden philosophiert über die unterschiedlichsten Styles. Wenn 8 Leute drüber brainstormen oder 8 verschiedene Köpfe zusammenstecken, kommen halt auch viele Ideen bei rum. Und meine einzige Vorgabe war, dass es kein Metal Flake wird. Ansonsten habe ich persönlich dem Feili da schon echt vertraut. Ich bin der Markus Pfeil aus Österreich, alter Scooterist von ganz früher. Und beruflich sind wir heute im Custom Painting Bereich, im Lackierbereich, im Beschriftungsbereich. Das Konzept von der Lackierung war, wir haben natürlich einen wahnsinnigen Materialmix bei der ganzen Materie gehabt. Alle Elemente, sprich die modernen Carbon-Teile, die CNC-Frästeile, Kunststoff, Metall, Hightech, LED und so weiter und so fort, alles auf einen Nenner zu bringen, ohne dass man jetzt, wenn man den Roller anschaut, lauter verschiedene Dinge hat, die was einfach nur aufgeschraubt worden sind. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, indem dass wir eine Lackierung gemacht haben, die was alles vereint und alles zusammenbringt. Also das ist bewusst jetzt so ein 3D-Effekt, wo die Leute, glaube ich, drüber greifen wollen und nicht glauben können, dass es eigentlich flach ist und nicht dreidimensional rausgeht. Da ist ja noch gar kein Ölwand mit drin. Hast du das jetzt gefilmt, wie die Dichtungsreste jetzt da reingefallen sind? Ja, okay. Die verbrennen, kein Problem. Das denke ich aber auch. Da unten liegt's. Hast du jetzt der Deckel nicht mehr? Hast du der Deckel nicht mehr? Reibungslos geht so ein Motorzusammenbau nie. Also das würde funktionieren, wenn ich einen Motor kaufe, den zerlege und wieder zusammenbaue, aber wenn man aus der ganzen Piaggio-Modellfamilie einen Motor aus Einzelteilen zusammenstellt, da bestellt man mal was Falsches, geht an den falschen Lagerort, merkt die Übersetzung, die ich eingebaut habe, die passt hier nicht zusammen. Das sind schon viele Eventualitäten auch dabei gewesen, aber war jetzt nicht besonders schlimm für uns. Und was uns beim Zusammenbau aufgefallen ist, dass wir die falschen Kabelbaum genutzt haben. Das war so das größte Dilemma, weil wir den dann natürlich komplett verlegt hatten, alles angesteckt hatten, dann festgestellt haben, oder ist er falsch. Der ist an bestimmten Stellen echt nicht schön zu verlegen und dann muss man da wieder rausbauen. Das sind halt so Zeitfresser, wo du einfach dann mal einen Tag lang nur mit Kabelbaum verlegen beschäftigt bist. Zeit ist immer knapp, aber macht auch Spaß, sowas aufzubauen. Weil auch während dem Aufbau kommen natürlich auch noch neue Ideen dazu. Das Fahrzeug ist ja wirklich erst fertig, wenn es präsentiert wird. Wir fangen jetzt an mit der Enthüllung von unserem Custom-Roller.
dann kam dieser Gedanke mit dem Tribut hoch. Oder Tribut ist einfach eine Hommage an die Scooter-Szene weltweit. Und dann haben wir auch gesagt, hey, Performance and Style, das ist einfach unser Thema. Und lass uns deswegen auch auf der Lackierung unterbringen. Gepickt mit echtem Blattgold, wo wir einfach gesagt haben, dass wir das Raue, das Grobe, den Metalleffekt, den Real Steel-Effekt ein bisschen veredeln mit echtem Blattgold. Das, was im Schriftzug und mit so Konturlinien wiederkommt. Deswegen ist auch der ganze Roller voll mit Schriftzügen, wo Performance and Style in den unterschiedlichsten Sprachen und Schriftarten drauf ist. Einfach um zu sagen, die Scooter-Szene, die ist echt cool. Und war natürlich super schön zu sehen, wie die Leute genauso begeistert von dem Custom waren wie wir. Ja, war natürlich mega mit den ganzen Leuten und mit den Zuschauern und dann einfach den Roller zu präsentieren und die Reaktion von den Leuten auch zu sehen. Das hat schon super Spaß gemacht. Aber ganz großen Respekt auch an den Christoph und den Basti, die haben das echt hervorragend hinbekommen. Super, saugeil. Your style, a guiding light in the night. Break the shadows. A tribute to legendary performance. Inspire the world. A guiding light in the night. Your style, your journey. Shine in the speed of your metal. A tribute to legendary performance and style. Inspire the world. Your journey, a beacon of excellence.